Hello. So, welcome to my channel. If you are new, then you don't know that I'm a German and I uploaded some German lessons for always on Wednesday, so these are 21 lessons on the whole, and I recognize that you guys are interested in what is happening in Germany, and yeah, there is something big, something huge coming up. So this is why this new or the next Monday videos will be different from what you know or what I've done before. Because we have German YouTubers who are into outdoor and bushcrafting, so there are a few, and there is but one created his very own TV show. Now it's not going on TV, so it's still a YouTube thing, so it's probably a YouTube show. Well, it is a big thing, it is a huge thing, so he just hinted about prices and stuff. Okay, it is huge. So, and we are talking just about season number 1. This is getting bigger because now he is talking and starting season number 2, and my generation just celebrated this project so hard that I want to go through with you all the 16 episodes, and I want to translate them to you and hey, make this an international thing. Woo-hoo-hoo-hoo. Okay, now so it's not useless that I'm going to do this, because I just checked in the first episode and I switched the subtitles into translated English, and yeah, right in the beginning the guys were talking about stuff they are actually not talking about. So I want to go through with you these things. So the project is called 7vswild. Well, I think I don't need to explain the rules, or the rules are explained in the videos themselves. So let's just stick to this, so I'm not taking something away from you in the beginning. Yeah. So let's go. So, oh no, that was too small. Okay. So, the guy who is doing all of this is called Fritz Meinecke. We are going to the playlist 7vswild, and yeah, I watched the first 2 episodes yesterday, and stupid me. I mean, look at me. I'm blonde. I have blue eyes. There's nothing good coming out from this. Now, I left the sound of the video so loud that you actually can't hear me, which is not very good. So I changed that, and I hope it is working out this time. So I need to redo these 2 episodes, but I'm okay with that. Come on, there's worse. Okay, so you see, 31 minutes, just the video. Okay. Hey Leute, ich bin's Fritz und willkommen bei 7vswild. Hello, I'm Fritz and welcome to 7vswild. Der Fernspäher Boni sitzt, das heißt... I don't know what
it is cold, but this particular hat, well, he's referring to that this hat is on, and so that means now something strong is coming. Es wird ernst. 7 Kandidaten werden ausgesetzt für genau 7 Tage in der Wildnis. So, 7 candidates being in the wild for 7 days. Von Schweden und jeder konnte sich im Vorfeld 7 Gegenstände aussuchen, die ihm... And everybody could choose 7 things. So, equipment, gadgets, yeah. das Überleben ein bisschen einfacher machen. To make survival a little bit more easy. Es gibt zusätzlich noch jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden muss. Additionally, there comes a challenge every single day that has to be done. The challenges are giving points. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Equipment. Okay, and we are going to start with Das the ganze equipment. Projekt soll natürlich für euch auch ordentlich gefilmt werden. Deswegen gibt es ein Technik-Kamera-Case. Okay, so that everything is filmed properly. Fritz gave everybody this case. There are GoPros, action cameras. There's a tripod, there are batteries, and here are 2 rechargers that have solar panels. So if you're filming so much, then you are glad that you just can put them in the sun and recharge the batteries. Dort haben wir 2 Action-Kameras drin. Passend dazu natürlich noch Akkus, Ladegeräte, Speicherkarten, diverse Befestigungen wie zum Beispiel ein Headstrap für den Kopf oder auch ein Stativ. Zusätzlich bekommt noch jeder Teilnehmer eine Kopflampe mit nochmal Ersatzbatterien, damit auch in der... So, and everybody's getting a headlamp to record, just to record. But I mean, I wouldn't record if I would use it for something else. Nacht für euch die eine oder andere Aufnahme eingefangen werden kann. Und die Stromversorgung funktioniert mittels Powerbanks, die für den Worst Case auch nochmal Solar drauf haben. Sicherheit spielt bei so einem Projekt natürlich auch eine große Rolle, denn ich persönlich will nicht, dass jemand mit den Füßen zuerst wieder rauskommt. So, safety is taking a big role as well in this whole thing, because he doesn't want anybody to leave the project with the feet first. Deswegen gibt es ein Erste-Hilfe-Set hier an der Seite. So there's a first Das aid trägt der kit. Kandidat immer bei sich, ist aber Everybody- verblombt. Das Everybody has to wear it at all times, but it is sealed. heißt, man sieht, ob das Ganze benutzt worden ist oder nicht. So Und you das führt can auch zu Punktabzug. See if it was used or not, and if the seal is broken, this is point. They're taking away points. Im Worst Case greift man einfach hier ran, reißt da ein bisschen rum und dann bricht das automatisch. Dann kann man das aufmachen und sich hiermit quasi versorgen. Ganz wichtig, die Sachen, die hier drin sind, sind für den absoluten Notfall, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wenn ich hier einen Splitter habe oder So that thing is for the absolute worst case. So it's not when you have ticks or some wood in your finger or something like that. That's not what this case is for. It is when you are bleeding and when SHTF. Zeckenzange oder irgend so ein Quatsch ist hier natürlich nicht drin. Sondern wenn man sich stark verletzt, irgendeine Blutung stillen muss, dafür ist hier gesorgt. Das Ganze darf nicht zweckentfremdet werden, also jetzt hier mit der Mullbinde anfangen, irgendwie Feuer zu machen. And the candidates are not allowed to abuse these kind of things. So make fire with a bandage thing. So yeah, Oder das als Paracord-Ersatz nehmen, das ist für den absoluten Notfall. this is for Je nach Situation emergency. kann es natürlich dazu kommen, dass man jetzt Hilfe rufen muss. Und dafür befindet sich hier hinten
ein Telefon. In case you need to call for as an emergency, there is the phone. You see, it's also sealed. Well, he's talking about it, but I'm just taking this before so you can just listen. So every is also sealed. If this seal is broken, you are disqualified. So, strict rule. Yeah. So you have to turn on the phone and yeah. Dieses Telefon ist nochmal extra in einer Hülle mit einer Blombe. Das heißt, man bricht das Ganze wieder und kommt nun an das Telefon, welches What I want to tell to the seals. I mean, Fritz gave so many thoughts about this and he was so enthusiastic about the whole project. He looked for the seals for quite some time because he didn't want them to break too easy, like so that nobody gets disqualified or loses points, because he just has it on his body and he just, I don't know, this thing just came to a branch or twig or something and now this thing is broken. But yeah, and it's not, and it shouldn't be too much effort to break the seal, so he put a lot of thought into this thing beforehand. Geschaltet ist, man dann anschalten muss und damit kann man Hilfe holen. Und ihr seht schon, das Handy. So the phone is if yeah, of course, if you have like an open wound or something and the people have enough time to get you out of there, so to call you. For other emergencies, he's going to talk about something other later. Muss natürlich auch optimal geschützt werden, hat ein Panzerglas vorne drauf und befindet sich in einer Outdoor-Hülle von. So no, well, he's now talking about the phone and how he protected this, and he goes to this case especially because Rhino Shield is a sponsor of this whole thing. I mean, I said before, this was an expensive thing, and they are also giving away the 10,000 that the different candidates can win. So when they are talking about themselves later, they're showing their equipment and they're telling what they want to sponsor this thing for. So, well, if they win, who is getting this? So it's not for the candidates and themselves, but it's a donation for someone of them. So, yeah. Natürlich, Rhino Shield. Ja? Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen sind bei diesem Projekt mit am Start, machen das Ganze überhaupt erst möglich, denn das ist das größte Projekt, was ich je auf meinem YouTube-Kanal umgesetzt habe. Hier sind viele Leute involviert, viel Planung und so he's saying like he is so happy that Rhino Shield is helping them because this is the biggest project he has done so far and he is glad that he's having financial help, kind of. Und der Spaß kostet auch ordentlich. Rhino Shield stellt verschiedenste Handyhüllen für alle möglichen Modelle her. Und bei diesem Projekt kommt es halt wirklich drauf an, denn das hier ist mit unter anderem unsere Lebensversicherung. Das muss funktionieren und optimal gestellt. Yeah, and he's talking about that the case is like great because this phone is the life insurance. Just in case something happens, this thing works is your life insurance. Schützt sein. Ich bin kein Freund von Theorie, sondern von Praxistests. Und rauf auf den Stein. He's funny. Die Hülle hat gut was abbekommen, denn ich habe mit der Ecke genau einen Stein getroffen. Aber dafür ist sie auch da, denn das Handy und vor allem auch die Kameralinse ist heile geblieben. Doppelt hält besser. So now he's testing Rhino Shield. Sorry. He's testing Rhino Shield. Crazy. He's having fun. You can see that. He is having fun. Wir haben jetzt unten an der anderen Ecke nochmal einen schönen Impact. Die Frage ist, wie sieht das Telefon da drunter aus? Now he's looking how the Moos drin? phone is looking. So he found some moss.
So. Sieht gut aus. My phone isn't looking that good. Handy hat's überlebt. Die Hülle hat ein paar schöne Blessuren abbekommen. Rhinoshield ist Hauptsponsor dieses ganzen Projekts, also auch für die nächsten 2 Monate jetzt hier am Start. Wenn ihr euer Smartphone optimal schützen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Hüllen und natürlich auch die Panzergläser von Rhinoshield aus. Es gibt verschiedene Designs, auch für verschiedene Handymodelle. Ich habe euch das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und an der Stelle nochmal einen fetten Kuss an die Leute von Rhinoshield. Jeder Teilnehmer hat zusätzlich einen GPS-Tracker am Mann, damit das Rescue- und Backup-Team zu jeder Tages- und Nachtzeit Bescheid weiß, wo sich die Teilnehmer befinden. It's so funny because in the German language there are so many English words meanwhile. So, this is a GPS tracker. Everybody has to wear it at any given time. There is one button, or no, I think there are 2 buttons they have to press every day. If they haven't done it till noon, there is a deadman switch. So I'm just taking this. Hasn't talked about all of this yet. I'm just doing this so you can follow him and listen to this. And I mean, for the hardcore emergencies, you see this SOS button, and he's using this one. Well, you have to use this one if you need to get out with a helicopter because you have a broken leg or something, a broken leg with an open fracture. So, yeah, it's pretty hardcore. So, but safety goes first. I mean, it's a nice project, but it's nothing where you are supposed to die for. So yeah, this is how this whole thing ends. So when you press this button, helicopter will be out, and ambulance and the real big guys are coming to get you. Absoluten Notfall. So Man stürzt hin, offener Bruch, Bärenangriff, was weiß ich, gibt es hier an der Seite noch einen SOS-Knopf. Ja, den drückt man drauf und dann wird per Satellit ein Notfallsignal an die nächste Rettungsstelle gesendet. So you can't just press it by accident. Okay, so now we have the 5 rules. So first, wird das Handy benutzt, ist der Teilnehmer ausgeschieden. Okay, we Germans call the smartphone or the phone itself handy. It came up right from the beginning. So, it's handy. But the handy is more the dumb phone. So, but nevertheless, there is the handy. Okay, so whenever you use when a candidate is using the phone, he is disqualified. Second, as a safety thing, all candidates have to press the buttons once a day. So there's a prepared message that goes, and it's a deadman switch. So yeah. And when there's no signal, nothing till noon, then the backup team is going and looking for the person. Yeah. So, important. The GPS thing is working without any communication. So, the candidates are just pressing 2 buttons, that's it. Yeah. And of course, I mean, if he has to press the SOS button, of course, the candidate is disqualified immediately as well. So, yeah. But then this thing will start a huge rescue thing. Bei so einem großen Projekt gibt es natürlich auch Leute im Hintergrund. Das sind unter anderem Max und Johannes, die kennt ihr vom Live-Kanal und die machen hier Yeah. So, these 2 are
the guys who are cutting for Fritz, and they are supporting different channels, so they are responsible for a lot of social media. So they are in the background. You can see this one working with the drone, so they're getting some more footage from above and stuff like this. So they prepare it, and when you see the videos, they did such a great job. It's amazing. I hope that one day I will have these cutting or editing skills. They are great. Sogar uns natürlich auch mit im Rescue-Team. Zusätzlich ist auch Jens mit im Team von Scantrack, ja, Kanureiseanbieter, mit dem war ich. So, yeah, this guy is renting canoes, and Fritz isn't in Sweden for the first time, and whenever he is there, he is going with a canoe. He just has the canoe and his equipment in the canoe, and then they are going from, yeah, it's like the small islands, and they are helping each other. So, and this guy is the renter, and he is helping them right now. Die letzten 4 Jahre unterwegs. Ihr habt die Videos gesehen und geliebt. Wer generell mal Bock hat, ja, Schweden zu erleben und selbst auf Kanureisen unterwegs zu sein. Sure, auf jeden Fall. If you want to go to Sweden and make it a canoe tour, then this Scantrack guy, or Jens, is the right person for you. Auch mal den Link in der Videobeschreibung checken. Der hat das Ganze hier vor Ort mit ausgekundschaftet und auch mit möglich gemacht. Und dann gibt es noch 2 weitere wichtige Personen, aber die stellen Sie jetzt mal persönlich vor. There are 2 other people. Ich bin Jan Philipp, ich bin Teil des Rettungsteams, bin Notfallsanitäter und seit 7 Jahren hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. So this guy, Philip, he is for emergencies, and he is working in an ambulance, and yeah, emergency ambulance, things like this. So ER, yeah, for 7 years, I think he said. So. Ich bin dafür zuständig, bei schweren Verletzungen, offenen Brüchen, Schnittverletzungen oder Vergiftungen lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten. So he's responsible if anything life-threatening is happening, like poisoning, cuttings, anything like this, then he is the one who gets first, or goes first to the candidate and has to help him and make sure that everything is okay until the candidate can see further help. Und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Die 3 größten Gefahren sind die Unterernährung, Unterkühlung und darauf folgende schwere Verletzungen. So, he says the 3 biggest issues are not enough food, so the people are hungry, so this gives you a mental thing, and also the body is. Then the cold, because your body can't keep up the temperature, and then therefore many injuries can happen. So, and this is his 3 biggest issues he will be facing, and so yeah. Kopfschmerzen, allgemeine Übelkeit, Schwäche. Nausea, weakness. Hat das Ganze zur Folge. Darauf folgt dann die Unterkühlung. Da versucht sich der Körper anfangs noch ein bisschen gegen zu wehren durch Zittern, erhöhten Herzschlag. Irgendwann wird er aber... Again, the cold, the body tries to help itself, and yeah, but at a certain point there is nothing the body can do. Kapitulieren, wird sich zentralisieren, Arme und Beine werden nicht mehr anständig durchblutet und das Ganze... He's talking about now what it is when you're getting too cold, so like arms, legs don't get enough blood anymore, so they are cold, they are just kind of dying off. Wird dann auch tatsächlich dann irgendwann ziemlich kritisch. Hej, jag heter Matti. Jag är halvsvensk, halvtysk. Ja, ich heiße Matti, ich bin... Okay, this guy is super funny because I couldn't understand what he said. So I guess he was talking in Swedish. And now he's saying that he is half German, half Sweden. Halb Schwede, halb Deutscher. Ich habe hier in der Gegend als Ranger gearbeitet. He worked there in the area as a ranger. Zeit lang. Wir haben neben den nervigen Zecken und Mücken auch noch ein paar andere schöne Tiere. Next to ticks and mosquitoes, they have some more animals.
Unter anderem eine relativ große Population an Wölfen, die sich hier doch sehr ausgebreitet haben, gerade in der Gegend, wo wir jetzt hier sind. Wir haben natürlich das Übliche wie Wildschweine, Elche, die zwar auch schön sein können, aber auch gefährlich. Und tatsächlich auch eine relativ große Bärenpopulation. Jetzt hier in der Gegend, wo wir uns jetzt befinden, waren es gemessen 2018 so um die 3000 Stück. Werden ein paar mehr geworden sein. Was macht man, wenn man einen Bären in der Wildbahn sieht? Nicht rasch wegrennen, wenn es irgend geht, auf keinen Fall auf den Baum klettern, weil... So now he's talking about what you're supposed to do whenever you meet a bear. So he says, don't run away. And please don't climb a tree, because a bear is better than you are. In der Disziplin ist der Bär auch besser. Also dann sollte man wirklich versuchen, sich zu entfernen. Ist es so, dass er wirklich in Angriff übergeht, dann sollte man sich auf den Boden legen, Kopf und Nacken schützen. Wenn man If the bear starts an attack, then, well, you should go away first. But if the bear starts an attack, go put yourself, lay flat on the ground and cover your neck. And he's then talking about that if you have a backpack with you, then just put the backpack on your neck, so head and neck, so to protect this area, and then just wait till the bear gets bored and goes away. Einen Rucksack dabei hat oder irgendeine Tasche, am besten über den Nacken, über den Kopf, und dann hoffen, dass er irgendwann das Interesse verliert. Wer alles mit dabei ist und für welche Gegenstände sich die einzelnen Teilnehmer entschieden haben, seht ihr jetzt. Who is coming with Fritz, and plus what things the single persons took with them, we are going to see next. And then I'm going to tell something more further about the different YouTubers. Candidates. Pascal aka der Bommel. Feinschmecker, Gear-Junkie, 100 Kilometer Marsch-Finisher. Wenn es um Geschmack geht, lässt Bommel nicht mit sich streiten. Er ist der Chefkoch, am Lagerfeuer oder in der Heckküche seines selbstgebauten T5-Bullis. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Outdoor-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Ist seine High-End-Ausrüstung ein Vorteil? So they say he is a gear junkie, so he needs the latest equipment and the hottest stuff. But he is absolutely into eating, so yeah, food. Food is his big thing, so he's a chef. Whenever they are meeting up, whenever there's something big, and he has his kitchen in his van, and yeah, cooking and eating. Als ersten Gegenstand von meinen 7 Gegenständen habe ich natürlich einen Schlafsack gewählt. In dem Falle der Carinthia Defense. First thing he chose is a sleeping bag. So the candidates are saying which equipment they are taking in detail. I'm not translating or giving you this. I mean, you can listen for yourself. But I think it's not that interesting to follow along with this. If you want to buy the equipment, I guess, well, you recognize the names. But if you're not interested, and if you just want to see this crazy project, then you are good with just sleeping bag and knife, and you don't need the brand, don't need this type, and yeah, they're getting very detailed. 4, weil guter Schlaf ist wichtig und deswegen kommt ein guter Schlafsack mit. So because he says sleeping good is very important, and this is why he has a good sleeping bag with him. Als zweiten Gegenstand habe ich einen Tarp gewählt, 3x3 Meter. In dem Falle jetzt mit Kammermuster. Ganz klar, das Wetter ist sehr wechselhaft in Schweden und deswegen Tarp als Regen- und Windschutz. So then the next thing is tarp, and he said like, yeah, the weather in Sweden is changing very fast. So, and against rain and wind, he took the tarp.
Mein dritter Gegenstand ist dieser Topf mit Deckel, dass wenn man Wasser sucht, dort das Wasser aufbewahren kann. Und natürlich, falls man Beeren sammelt oder irgendwas anderes sich zubereiten möchte, dass man dann ein entsprechendes Gefäß hat. And well, of course for cooking something, but also if you want to collect something like berries or yeah, that you, or if you want to take water with you, then you have something to carry it around. Als nächsten Gegenstand habe ich hier meinen Paracord. Ganz klar natürlich, um entsprechend das Tarp zu befestigen oder Fallenbau oder ähnliches oder einen Unterstand etc. Also einfach als Befestigungsmaterial. Paracord for anything. Als fünften Gegenstand habe ich gewählt eine Hängematte mit Moskitonetz. This is a Primär nicht hammock drinne, um zu schlafen, sondern with a einfach mosquito net. So yeah, it's not just that he wants to sleep in the hammock itself, but he wants to have this mosquito net that is built in. Yeah, this is something that's probably not super fair because these hammocks are allowed, but if you have a jacket with a mosquito net, then this wasn't allowed. So then this mosquito net would be one gadget or one thing on your list. This is something Madin had a huge discussion with Fritz first, so before it all really went on. So yeah, so he is just using the hammock to get rid or to be saved from all the mosquitoes and all the mosquito bites. um den Vorteil des Moskitonetz zu nutzen. Also Insekten. Gegenstand Nummer 6 wäre bei mir die Axt. Klar, natürlich um in erster Linie Holz zu bearbeiten, aber auch die Klinge als Schneidefläche zu nutzen. So when he wants to cut with it. So. Und der letzte Gegenstand, ganz klar, Feuerstahl, denn ohne Feuer könnte es kalt werden. Fire steel is the Größtes last Problem wird für mich, glaube ich, der Regen werden, denn ich bin einfach kein Freund von Regen. Okay, he thinks his weakness is, or what's his biggest issue will be, the rain, because he's not a friend of rain. Yeah. Who is? Ich glaube, am schwierigsten wird es Chris haben. Einfach, weil ich denke, dass er die wenigste Erfahrung im dauerhaften Draußensein hat. So he thinks that Chris is the one who will have the biggest issues because he has the lowest experience of being outside. Wenn ich gewinnen sollte, würde ich das Geld gerne der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger spenden. Yeah, I know he's talking about if he would win, who he is donating to. So something about shipwreckings and stuff. Warum ausgerechnet dieser Gesellschaft? Ganz einfach, weil die Seenotrettung in Deutschland unterfinanziert ist und deswegen für mich ein wichtiges Thema. David Dave Henrichs, Kreativkopf, Jungunternehmer, Workaholic. Wer ohne Vorerfahrung einen 4000er besteigt, der ist extrem mutig oder einfach nur naiv. Vielleicht ist eine Kombination aus beidem Daves Erfolgsrezept. Lösungsorientiert und ambitioniert geht er jedes Problem an, das sich ihm in den Weg stellt. Aber kann ein absoluter Neuling ohne Vorerfahrung 7 Tage in der Wildnis überleben? Okay, let's get to Dave. So Dave is not an outdoor YouTuber. He is the only one in the group. He is more into crypto, financial things. So, yeah, they call him a workaholic and, yeah, a young sales and businessman. Why is he in this group? Because he is doing crazy things as well. Well, he said like, oh yeah, 7vswild is coming up. Guys, who wants to do a bike tour with me? So like, we will meet tomorrow noon in Berlin. No, it wasn't Berlin, it was Cologne. And then whoever is there from my followers, we will go to Paris from Cologne. So he just took the trip, I think 3 days.
he was just like, okay, no preparation, nothing at all. He just did it. And, well, in the moderation, he is described with, yeah, who is hiking a 4,000 meters mountain. So it's just called a 4,000, yeah, so something that's 4,000 meters high. Without any preparation is very, yeah, he didn't say stupid, he said lots of other nice words. So yeah, I mean, when you are 200 or 300 pounds of weight, you're not doing a marathon. This is probably the same. I mean, a marathon on itself is very hardcore. If you're prepared, it's still bad, but if you're overweight, it's not a good idea. But hey, so probably just 200 pounds. 300 is probably a little bit too much. But yeah, nevertheless, you get the point. Ja. Der erste meiner 7 Gegenstände, ein Feuerzeug, nicht wie ich vermute bei vielen anderen vielleicht ein Feuerstahl. So he is really he's not taking a fire steel, because he says like, I can't work with that, so he's taking that one, the lighter. Keine Ahnung, wie das geht, deswegen Feuerzeug. Zweiter Gegenstand, ein Messer, was für eins, keine Ahnung, aber ein stabiles, auf das ich draufhauen kann. Okay, he said like, okay, second, a knife. I don't know which one, but it's good. It's I can I can hammer on this one, and it's fine. It's stable. Für kleineres Holz, für normale Arbeiten. For normal things, for smaller things, for small Gegenstand finer wood. 3 Gegenstände, ich als Stadtkind, Hygieneset. So, well, it was more a fun point on the list, but this hygiene kit, how it's called, has the toothbrush, the toothpaste, and some soap. Yeah, and he says like, I'm a city boy, or I'm a city child, so this was, I didn't have to waste a thought about it, so yeah, I'm taking that one. Wir haben Zahnputzzeug und eine biodegradable Seife, damit ich die 7 Tage auch schön reinlich bleibe. Gegenstand 4, zum Messer noch dazu, eine Klappsäge für größere Holzarbeiten, zum Camp bauen, zum Feuerholz machen in großen Mengen. Ich glaube, die wird mir den Arsch. Foldable saw. Gegenstand 5, ein Topf oder ein kleiner Becher mit Griff für Wasser, für Kochen, wenn es dazu kommt. Und alles, was es über dem Feuer zu machen gibt. Ja. Gegenstand 6, ein Tarp zum Regenschutz, glaube ich essentiell, und es würde mich wundern, wenn das jemand nicht dabei hätte. Gegenstand 7, mein Decathlon-Schlafsack, Komforttemperatur bis 5 Grad, hat mir wunderbare Dienste geleistet auf dem Berg, auf der Fahrradtour, und das wird er heute. And he's talking about his sleeping bag, which is, yeah, a simple product. So he's not giving you lots of details. He's just saying, oh yeah, it's from Decathlon. Or Decathlon. And this is the way it goes. Hoffentlich auch hier tun. Keine Daune, weil so kann er nass werden. Meine größten Probleme werden vermutlich... So it can get wet. So, his biggest issues, let's see. Schlaf, trockener Schlaf, genug Schlaf und Essen werden. Das alleine... Okay, his biggest issue he thinks is going to be sleep, enough sleep, dry sleep, and the food. Sein für 7 Tage vielleicht auch noch. Yeah. Ich glaube, and niemand being isolated for 7 days. Bricht ab, wir beißen uns alle durch, aber ich wäre vermutlich die Person, die als erstes rausfliegen würde. Okay, so in his opinion, everybody's getting through. Nobody will get out before the 7 days are over. But if, he might be the one who goes first. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an Amnesty International, weil die sich um so ziemlich alles kümmern, was so... So if he wins, Amnesty money goes to Amnesty International. Survival Martin. Prepper, Überlebenskünstler, Entertainer. Der wohl verrückteste Kerl, dem man auf YouTube begegnen kann. Er schreckt vor nichts zurück, auch nicht vor waghalsigen Experimenten und Selbstversuchen. Er hat bereits 14 Tage am Stück nichts gegessen, doch lange alleine war er noch nie.
Wird die Isolation ihn in die Knie zwingen? Okay, so he's called out to be probably the craziest guy on YouTube. This guy is doing a lot of stuff. So the first things when he and Fritz met, they were doing some lost places. He is doing experiments. Crazy experiments. So one of them was like, okay, how long can you actually live or be good without any food? So he already didn't eat for 14 days. So this was an experiment he did. Yeah, I think the end wasn't that great, but it was good that Niklas, we're coming to him later, was with him that day when his last bit of energy lost his body. But okay, he is doing crazy things. Yeah, but he's done a lot of things, but being isolated is probably his weakness. And yeah, he's never been alone for 7 days, not even a few days. So he usually has his dog with him. Yeah, and social media constantly. Gegenstände ist, der Savotta-Schlafsack ist ein normaler Military Sleeping Bag, ähnlich wie der Defense 4. Dann habe ich eine Hängematte, die habe ich bei, weil ich Angst vor Mücken habe. Wasserfilter, weil ich keinen Durchfall möchte. Then this was a water filler because he's not interested in getting diarrhea. So knife. Fische ausnehmen will. For fish. Ein Feuerzeug, erklärt sich selbst. Eine Baumarktplade, 3x3 Meter. So he didn't took a tarp, but he took like a real foil, like, yeah. Haken, ist gerade aufgegangen. Und 2 Vorfächer. So this is a fishing kit. There are 5 hooks and 2, I don't know what they are exactly. Yeah. And fishing lines. So this is a whole kit. So this is just one thing that was like the hygiene kit. So the fishing kit is also one. Mein größtes Problem bei 7vswild wird die Isolation sein. Ich war noch nie in meinem Leben 7 Tage alleine, 7 Tage ohne Social Media oder sonst irgendwelchen menschlichen Kontakt. Ich glaube, So his biggest issue, yeah, of course, isolation. He has never been alone for so long, and yeah, all I said before. Der erste, der bei 7vswild rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Chris sein. Weil er hat die wenigste Erfahrung und, glaube ich, nimmt das alles ein bisschen lockerer als der Rest. So, and he thinks that the first one who is probably going will be Chris, because he has the lowest experience in staying outside. But I must say, like, Chris is doing a lot of stuff with this guy. So this is not very good for him either. But okay, let's go. Let's continue. Sollte ich bei 7vswild gewinnen, gehen die 10.000 Euro an die DLRG Lütjenburg, denn die haben mich bei meiner Rettungsinsel unterstützt und retten jeden Tag Leben und brauchen jeden Cent. Okay, if he wins, it's going to Baywatch. Yeah, DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. I used to be part of that as well, but I don't want to talk about that. Especially not the end. Yeah, they are saving lives every day, so I know that my group was in the catastrophe stuff like this. So, and yeah, whenever he has an experiment on water, he needs help from these guys. So, yeah. Niklas on fire. Ja. Jäger, Feuerwehrmann, Kletterer. Wenn Niklas nicht gerade in brennende Häuser rennt, um Babys und Jungfrauen zu retten, dann findet man ihn meistens im Wald. Er interessiert sich... So, yeah, this is a funny intro. He is, well, doing emergency stuff, but he's also a fireman, and the moderator says, like, okay, if he is not running into burning houses to save babies and virgins,
then he is outside. Sich als Jäger nicht nur für Wild, sondern auch für nützliche und essbare Pflanzen. In seinem Leben So, and as a hunter, he is not only interested in the animals, but also in the plants and the things around him. geht es täglich um wichtige Entscheidungen. Doch kann er auch die richtigen für sich selbst treffen? So, he has to do important decisions every day, but can he do the right ones for himself as well? Mein erster Gegenstand ist der Carinthia Defense 6, ein dicker Winterschlafsack, weil ich denke, guter Schlaf ist sehr wichtig. I think they Mein all took zweiter the defense Gegenstand for. ist das Helicontex Super Tarp 3x3 Meter, Tarp. weil ich denke, dass auch Feuchtigkeit hier eine große Rolle spielen wird und ich möchte vor Regen und Witterung geschützt sein. Ein 2,5 Liter Pot. Kochtopf aus Edelstahl mit einem Deckel, den man ebenfalls als Pfanne nutzen kann. Yeah, even if these are two things, well, but it's considered to be one part, one thing. So it's a pot with its cover, even if the cover can be used as a pan, but it's just to be considered as one. Als vierten Gegenstand nehme ich 30 Meter Paracord mit. Damit kann man alles Mögliche machen. Und insgesamt habe ich ja mit den Strängen, die hier drin verarbeitet sind, weitaus mehr als 30 Meter. So he's the first one who says like, okay, I'm taking the paracord because with what I have in the paracord, the strains, I have so much more than just 30 meters. It's fine. So yeah, the paracord was limited to just 30 meters. So like you will see with Fritz, he has 3 times 10. So yeah, in different colors. So for wherever he's using it, he has the right color. Der fünfte Gegenstand, natürlich ganz wichtig, ein Feuerstahl, ein On-Fire-Feuerstahl, um mein Feuer anzubekommen. Als sechsten Gegenstand habe ich das Oberlandarms Widra, schön langes Messer mit durchgehendem Erl. Kann man viel mitmachen, kann man schnitzen, betonen. Sehr, sehr wichtig. Very important. Als siebten Gegenstand habe ich mich für eine Grünschnittsäge aus dem Baumarkt entschieden, das ist von Fiskars. Ich wollte keine Klappsäge mitnehmen, weil das Packmaß ja hier keine Rolle spielt. Yeah. So he took a complete saw from the hardware store because he didn't want to take a foldable saw with him because in this case it didn't matter how much space these things would take. It was just important to have them. Und umso länger die Säge, umso größere Stämme kann ich sägen. And the bigger the Ich saw, denke, mein the bigger größtes the trees can Problem be. könnte sein, dass ich noch nie 7 Tage alleine war und noch nie 7 Tage ohne Handy. He Allerdings was freue ich mich auch never genau alone darauf am and meisten. never without a phone for 7 days, so his isolation could be the worst thing. Wer als erstes rausfliegt, ich habe keine Vermutung. Ich weiß nicht, vielleicht Chris oder Dave, weil die nicht so viel im Wald zu tun haben und noch nie so oft draußen waren, denke ich. Yeah, so he doesn't really know who's going out first, but he thinks like Chris or Dave because the experience are not that high. Aber Chris ist so ein Urban Survivor, der schläft doch im nassen Schlafsack, dem ist das scheißegal. So he calls Chris an urban survivor, so which means like, okay, when he has a wet sleeping bag, he doesn't care. He just he just take the sleeping bag and he will be fine. So yeah. Ich kann Dave nicht einschätzen, der ist vor kurzem auf dem Berg, aber das wären die beiden, wo ich sagen würde, vielleicht sind die als erstes draußen. Sollte ich das Ding hier gewinnen, was ich natürlich hoffe, wird meine Spende an die Jugendfeuerwehr gehen, weil ohne die Jugendfeuerwehr wäre ich nie zu meinem Traumjob zur Berufsfeuerwehr gekommen. So to the volunteer, every village in Germany has like its own fire brigade for the youth or the youth fire brigade or Jugendfeuerwehr, and this is where his money would go if he would win. Well, one of them. Chris aka Reloadiac, Streamer, Lost Place Oldschooler, Chatroulette-Legende. Als ehemals größter YouTuber im Bereich Lost Places und Urban Exploring hat Chris schon einiges erlebt. Aber auch im Bereich Outdoor und Bushcraft ist er kein Anfänger. Sorglos kriecht er in Löcher, klettert auf rostige Dächer und legt sich im Wald in den Dreck. Allgemein wird ihm eine hohe Schmerz- und Leidenstoleranz zugeschrieben. Ist seine Scheißegal-Einstellung hinderlich oder vorteilhaft?
Okay, so his description is that, yeah, he's not completely out of, like, he has never done anything in the outdoor before, but he has done with the lost places and stuff like this. He did so much in this area, so yeah. And he is like I don't care, so he has this I don't care mindset. And now the moderator asks if this is a pro or a contra, to say like, I don't care. So yeah. Kommen wir zu meinen 7 Gegenständen. Als erstes, glaube ich, jeder nimmt den mit, und zwar einen Schlafsack. Das ist der Schlafsack aus dem On-Fire-Shop. Vergleichbar mit dem 7vswild ist eigentlich für den Winter gedacht, aber wir sind ja in Schweden, da wird es auch nachts mal ein bisschen kälter. Deswegen der Schlafsack. So, he says it's a winter sleeping bag. So, the first one who hasn't a defense 4. No, the second one. Dave didn't have one as well. Yeah, he says it's a winter sleeping bag, but this might be very helpful in Sweden. Messer. Ich glaube, ohne Messer geht auch. I think they were there in the beginning autumn or something. So this year they are going August, September, so for season 2. So I guess it's around that time as well when they were over. Auch keiner raus. Das ist jetzt hier ein SE4. Das ist eine relativ große Klinge, relativ stabil. Damit sollte eigentlich alles easy machbar sein. Zur Holzbearbeitung habe ich mich für eine Säge entschieden. Und zwar für eine richtig große Säge. Das ist der Big Boy von Seki. Um ein bisschen was, also wirklich jetzt dicke Stämme durchsägen zu können, ein bisschen was zum Bauen. Weil ich kein Tarp mit habe. Okay. Mein 4. Gegenstand wird ein... He didn't take a tarp with him, so he decided for this big saw to build himself a shelter. Feuerstahl sein, und zwar ein richtig großer, damit ich auch Feuer ankriege, wenn es dann auch wirklich nass draußen ist. Ja, weil wenn es regnet, bin ich wieder auf der sicheren Seite. Big fire steel with Gegenstand Nummer 5 wird ein Topf sein. Und zwar ein kleiner Titantopf, 750 Milliliter zum Kochen, zum Braten, um was zu trinken. Sollte man auch immer dabei haben. Yeah. So, this is his pot. Gegenstand Nummer 6. Ich glaube, ich bin damit der Einzige. Ein Hygieneset. Well, no. He thinks he's the only one, but no, he isn't. Und Zahnputztabletten. Ja, weil ich kann auf alles verzichten, aber 7 Tage lang keine Zähne putzen. Nee. Und der letzte Gegenstand wird dann das Angelset sein, bestehend aus 5 Haken und 25 Meter Schnur, fishing damit ich auch kit. was zwischen die Kiemen kriege. Weil ohne Essen wird schwierig. Meine größten Probleme durch die Essensbeschaffung, das sollte ja klar sein, ne? 7 Tage und nichts zu essen habe ich so noch nicht gehabt. So, 7 days no food. Vielleicht auch die Kälte, weil es wird nass, auf jeden Fall. Da hat ja heute schon geregnet. Und ich glaube, wenn ich dann da wirklich nass liege und der Schlafsack auch nass ist und vor allem nachts ein bisschen kälter ist, dann, und vor allem wenn man wenig isst, dann frierst du noch schneller. Ich glaube, so Nässe, Kälte und das Essen natürlich. Als er erst rausfliegt. Ich glaube Dave, weil Dave meiner Meinung nach, oder meines Wissens nach noch nicht draußen gepennt hat. Nicht mal eine. So, he thinks Dave is going out first because he never slept outside one single night. So yeah, okay, he's hiking mountains without preparation, but he never slept outside. That's a pretty good preparation for 7vswild. Eine Nacht oder so richtig Open Air, quasi ohne Zelt, ohne alles. Und ich glaube, der überschätzt sich da leicht. Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld. So he thinks that Dave is overestimating himself. So, if he wins. An das Tierheim in meiner Nähe, also Tierheim Berlin, das ist quasi Support Your Locals. Die brauchen immer Geld, die haben da sehr viele Tiere. He gives it to a pet shelter close to him. Tiere, da muss Essen gekauft werden, die brauchen mehr Raum, die brauchen andere, weiß nicht, Medikamente oder andere Geräte. Also ein Tierheim in Berlin auf jeden Fall. Fabio Schäfer, Naturbursche, Mountainbiker, MMA-Fighter. This guy is nuts. You will see why. So, MMA fighter, Mountainbiker, Outdoor guy. Fabio verbringt viel Zeit in der Natur, sowohl auf dem Bike als auch zu Fuß. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Gegner im Oktagon kaputt zu treten. Aber er ist auch liebevoller Familienvater. But he is also a father of a family. So, wife and 2 kids. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss. Ist sein Kampfgeist der Schlüssel zum Sieg? So, and the moderator is asking if his mindset is helping him because he is... Yeah. If he
attacked something, he bit something he's keeping, which is awesome. This guy is crazy. I saw after 7vswild, I saw more stuff of him, and it's like crazy. Mein erster Gegenstand ist hier das Messer. Ohne Messer geht nichts in der Wildnis, gibt mir Sicherheit, und das war ganz klar Gegenstand Nummer 1. Der zweite Gegenstand ist Feuerstahl. Das ist so ein Luxusprodukt für mich, weil der spendet mir Wärme. Fire steel, and und deshalb habe ich den he's saying that the second thing is more of a luxury type, but he thinks that without any fire, he has big issues surviving. Das war's. Mehr habe ich nicht dabei. Warum? Ich hatte nach meiner Einladung relativ schnell meine 7 Gegenstände in der Liste runtergeschrieben und dachte mir dann, boah, ich habe so Bock, Vorfreude am Start, ich bin gehypt, aber habe so für mich gemerkt, ich habe keinen Bammel, ich habe keine Angst. Und hier So now he's explaining why he just has 2 things with him. Because he said, like, okay, after I got the invitation, I had made my list with the 7 things I wanted to take with me, and I was like super hyped, and I was just excited about the whole thing, but I figured out I wasn't afraid. I wasn't afraid. Oh yeah. Das Projekt geht ja auch darum, an seine Grenzen zu kommen, and sich mit seinen Ängsten. So he says, like, and the project is about getting to the edges of what you can do, and yeah, to get out as much as possible, and this is why he reduced his things. Auseinanderzusetzen, und dann dachte ich, muss einfach ein paar Sachen streichen. Ursprünglich sollte es nur das Messer sein, aber das habe ich mir dann doch nicht zugetraut, weil ich dachte, Feuer wäre schon ganz nice. Und jetzt sitze ich hier und bin zum ersten Mal aufgeregt, kurz bevor es losgeht, und weiß somit, dass die richtige Entscheidung war. So at first he thought just taking the knife, only the knife with him, but yeah, he said, like, yeah, probably, but I took the fire steel because being warm and having a fire probably is very nice as well. And now he's sitting there, and for the first time he is excited. Really excited. Ich denke, mein größtes Problem wird der Regen sein, Nässe, Kälte. Ich habe keinen Tarp dabei, ich habe keinen Schlafsack dabei. Das heißt, selbst wenn ich den Tag über nass werde, im Regen rumlaufe, Nahrung besorge, habe ich nicht im Hinterkopf, heute Nacht liegst du schön warm im Schlafsack unter dem Tarp, das sich vor weiterem Regen schützt. Und das wird meine größte Herausforderung, plus, dass ich schlichtweg meine Family, meine Frau und meine Kinder vermissen werde. Okay, so he says, like, his biggest issue is even if he gets wet on the day, he doesn't have in his mind, okay, tonight I'm going to sleep dry and warm in my sleeping bag, because he doesn't have it. And the other thing is, like, okay, I might miss my wife and my kids. So, yeah. Boah, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand rausfliegt. Also im Moment fokussiere ich mich, glaube ich, nur auf mich und denke darüber nach, wie meine nächsten Tage werden. Ich hoffe für alle, dass sie ihre Ziele schaffen, aber wer jetzt rausfliegt, kann ich gar nicht sagen, weil ich so im Tunnelblick einfach bin. So, in his opinion, he doesn't know who's going out first. He's actually not. He's like, yeah, I'm putting the focus on myself and how my 7 days are going to be. I hope for everybody that everybody is doing the 7 days, and yeah. Und mich nur auf meine Sache konzentriere. And he wants to concentrate das Geld würde ich gerne spenden an Wings for Life. Die setzen sich schon seit etlichen Jahren dafür ein, dass es irgendwann eine Heilung gegen Querschnittslähmung gibt. So this is something I find really, really interesting. So Wings for Life, this is an organization or a group that wants to heal paralyzed people. They are concentrating on people that got paralyzed through accidents, like with sports and stuff like this. And yeah, he's thinking about this coming up, because he's a mountain biker, and I mean, accidents can happen very easily, and so yeah,
this is where his money would go to. Und ich als Extremsportler oder jemand, der viel Risiken auf dem Mountainbike eingeht, werden jetzt vielleicht ein paar Leute denken, okay, klar, aber du bist ja selbst schuld, wenn du dich irgendwie ablegst und dir den Rücken brichst. Aber laut Statistiken ist es so, dass die meisten Leute durch Unfälle zu Hause und auch Well, he's also saying like, yeah, of course, I mean, I'm very sportive, and I mean, yeah, other could say like it's my fault if I fell from the bike, if I fall from the bike and break my neck. But statistically, the most accidents happen at home. Auf der Arbeit und im Straßenverkehr im Rollstuhl landen. Und ja, Wings for Life setzt sich da unheimlich ein und forscht weltweit mit führenden Ärzten, und das würde ich gerne unterstützen. Fritz Meinecke, Abenteurer, Bushcrafter, Fußbusfahrer. Er ist seit Jahren die Anlaufstelle auf YouTube, wenn es um den Outdoor-Bereich geht. Yeah, so Fritz, he is described as a Fußbusfahrer, and I want to tell you, this is a Fritz term. Yeah, there's a longer story. He still doesn't have his driver's license back because there was some misunderstanding, and the police took his driver's license, his car, and his friend's car and driver's license back. So there was something in the city they met, and he was like, oh dang, I need to make a right-hand turn, but he was on the left lane, and he was like, okay, I'm just giving some speed and then drive to the right side. The friend who was next to him at the traffic lights thought like, okay, oh, he doesn't know. Well, it was, well, the guy who was on the right side said like, it was the town where he was living in, so he knew, oh, he has to go right. Okay, I have a Tesla, I will just hit it, and then so Fritz can come behind me and turn right. So both drove off like crazy, or like, oh dang. So, and then they just, yeah, and there was police and said like, okay, you're doing illegal racing, and so both got the cars confiscated, plus the driver's license. So yeah, didn't, and a year later, more than a year later, it still continues. So in May last year this happened, and since then he can't use his cars, so he has two, one to just drive and one for outdoor things. So yeah, he is very limited in the things he can do right now, and yeah, okay, but yeah, Fußbus, this was how it started. Der Fußbus is, well, he calls, yeah, foot bus. So whenever he has to go somewhere, he says like, okay, I can always walk there. So der Fußbus. He can go there 24/7. So der Fußbus fährt immer. Ah, this nose. Alpenüberquerung, 1500 Kilometer Fahrradtour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Doch so he did crazy things as well, like 1,500 kilometers bike tour. Yeah, just right now, there are bike tour he made from Berlin to Istanbul, so through 9 countries. He's uploading these videos right now, so crazy. Well, in 20 days. 20? 21? Yeah. 2,500 kilometers in 20 days. So, yeah, that was crazy as well. But yeah, this is Fritz. This is... Seine Anpackmentalität gipfelt häufig in maßloser Selbstüberschätzung. Ist Erfahrung ein entscheidender Faktor? So, and he's always overestimating him because he just
wants to do something. He just wants to do it, and so yeah. But will this experience help him out? Als erstes habe ich mich für ein 3x3 Meter Trab entschieden, um mich optimal vor Regen und Wind schützen zu können. Weiter geht's mit einem sehr, sehr dicken Schlafsack. Sleeping Den kann bag. ich zur Not aufmachen. Und wenn ich mehrere Tage nichts esse, baut mein Körper ab und ich friere auch deutlich schneller. So, and he said, like, I'm taking a thick sleeping bag because when I'm having no food, I'm going to freeze much easier, much faster. So, this is something nobody else thought about, I think. Or at least they didn't say it. Dann das Thema Wasser bzw. Nahrung. Hier kann ich mir was drin abkochen, auch was drin sammeln. Ein Gefäß, ja, ein Edelstahltopf. Something to collect, something Dann, to cook. um Feuer zu machen, brauche ich natürlich auch etwas. Fire steel. Schön Feuerstahl in Orange mit einem orangen He Stück took Parkett, it in falls ich den verlieren sollte, orange, dass ich den so wiederfinde. in case he Dann hier in loses dieser it. kleinen Box mein Angelset, bestehend aus insgesamt Fishing kit. 25 Meter Schnur, 5 Haken und 2 Stahlvorfächern. Dann als vorletzten Gegenstand 30 Meter Paracord. So this is what I zum said Basteln before. und für verschiedenste 30 Projekte. meters and he has Und 3 times als 10. letztes das Herzstück meiner Ausrüstung, meine Kukri. Ja, ist eine Art Machete, ein Messer mit einem sehr schweren Kopf. Das heißt, ich kann hier irgendwie hacken, ich kann hebeln, aber ich kann auch ganz feine, filigrane Arbeiten machen. He just Die fell in größte love with Herausforderung that. für mich ist definitiv das Thema Nahrung. So zumindest in der Theorie. Wie es wirklich in der Praxis aussieht, werde ich erst sehen, wenn ich draußen bin. So in theory he thinks that his biggest issue will be food, but this is what he thinks in theory, but he says practical, I don't know, let's see, we will find out. Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es 3 Wackelkandidaten. Das ist einmal Dave, einfach weil er die wenigste Vorerfahrung Dave. hat. Und bei Chris und Bommel bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Motivation und das Mindset da ist, wie bei anderen. Chris and Bommel, so Aber auch he da has werden wir erst in Bommel der Praxis wirklich sehen. Und ich because hoffe of the natürlich, mindset dass sie mich eines Besseren belehren. and the motivation. Sollte ich den Sieg nach Hause holen, dann gehen die 10.000 Euro an Mission Erde e.V. von Robert Mark Lehmann, denn da war ich selbst schon mit bei den Projekten. If he wins, it goes to a sea guy. Well, he helped these to clean up some spaces, some lakes, some rivers, and the money will go there. Vor Ort und weiß, dass das Ganze gut investiert ist und in den Umweltschutz fließt. Ja. Ihr habt gerade alle Teilnehmer und deren Ausrüstung gesehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner voneinander, was der andere mit hat. Auch ich nicht. Aber genau das wird sich jetzt ändern. So, we saw the 7 candidates, we saw all their gadgets, and now, well, nobody knows to this moment what the others have with them, and this will change right now. Jetzt sehen wir das allererste Mal, was alle so dabei haben, und wir gehen einfach so ein paar Rubriken durch und gucken mal, ob jeder dafür gesorgt hat, und starten mit der Rubrik Shelter. Das heißt, jeder mal aufmachen, alles zum Thema Shelter mal rauspacken. First thing, shelter. Thema Shelter. Ja. Who has something with them for shelter? So, top. Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Okay, das ist Yeah, well, top das ist and schon mal ganz spannend, weil paracord. Fabio und Chris haben anscheinend nichts für den Thema Shelter dabei. Krass, ey. Okay, aber ja, wir machen einfach mal weiter. Wollen wir das jetzt unkommentiert stehen lassen, oder? Wir wissen, Was soll ich was dazu zu sagen? sagen? Ich wollte gerade mein Werkzeug rausholen, es wurde wieder eingebaut. Naja, du willst quasi was bauen. Ja, ich will was bauen, oder? Du denkst, dass du natürlich... Ja, ja, Okay, ja. alles Das ist cool. Auslegungssache, was Shelter dazu. Okay, wir machen einfach mal weiter. So Okay, Martin is like, okay, to Chris, like, okay, you really think that you can build something as a shelter in this time? Chris like, yeah, this is what I want to do. Thema Mücken. Wärme in der Nacht. So, warmth in the night. Okay, so no, all the sleeping bags are getting out. But Fabio just takes the fire steel. Oh, stark. Okay, so now it's like this is nuts. No, you're not doing that. Like, you don't have a tarp and you don't have a sleeping bag with you. What's wrong with you? No. So yeah. Ich mal einen Schlafsack bei? Macht Feuer und so und. Scheiße. Okay,
Okay, ich habe eine Frage. Okay. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Ja. So Martin asked like, did you try that at one time? And Fabio's like, nope, I didn't. Hier und jetzt schon sagen, ich möchte gerne meine ich hatte vorhin haben sie gefragt, was glauben wir jetzt erst raus? Ich würde jetzt gerne noch mal was ändern. So Martin says like, okay, I was asked who is going out first. I want to change that answer. Digga, du bist ja echt mutig. Dann machen wir... Fabio, sag du doch mal eine Kategorie. Ja. Okay, Dann hätte ich gerne Fabio, Kategorie Werkzeug. next Okay, Werkzeug. category. Okay, tool. So, knife. Knife, exhaust, now this all gets out. Oh, Fabio, da bist du wieder mit dabei jetzt, oder? Ja, da bin ich wieder dabei. Bestens ausgestattet bisher. Ja. Oh, warte. Oh, Alter. Da haben wir Messer und Säge. Bommel, nur eine Axt? Ja. Keine Säge, kein Messer, nur Axt. stark, Alter. Thomas Okay, just okay. taking his eggs and Hier this auch is... 2 Messersäge. Fabio geht wieder auf ein reines Messer. Alter, Okay, Ich frage so mich, was da drin ist. Okay, und hier Fritz is like this unbelieving, like, okay, that's not... Okay, yeah. haben wir auch Säge und Messer. Machen wir aber, weil eben gerade fast So, dabei waren, nice. das Thema Gefäß. Okay. Also Something einfach mal to Gefäß. collect, something Ey, Fabio, Alter, to was, carry Alter? something. And, Weißt du was? ja. Wir hatten keine 7 mit, wir hatten nur 3. Fabio. Ich sag's dir. Alter, Fabio, du machst mir Angst. Du kannst ja auch rausziehen und so belegen. Fabio, you're frightening me. Okay. Top. Fabio. Digga. Willst du deinen Hut kotzen? Ich frag mich, was da drin ist. Jetzt musst du mal wieder eine Kategorie nennen, weil... Okay, Fabio, you need to tell. Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. And Fabio's like, I'm the wrong Digga, person mach for keinen that Scheiß. because my bag is empty. Das meinst du wirklich ernst? Nee, ist vollkommen ernst. Deshalb, also du kannst auch hier fühlen, die Aufregung And ist like, mittlerweile da. yeah. And Fritz is like, you are serious. And Ey, mega Fabio's like, oh yeah, now you can like feel. Now I'm excited. So, yeah. Das überhaupt in Angriff zu nehmen? Ich bin Noch habe ich aber nichts gemacht. todesgespannt, was das wird. So yeah, Fritz is like, okay, it's crazy. It's very brave of you to do this, and and Fabio's like, well, I didn't do anything yet, so. And Fritz is like, okay, I'm absolutely excited about this. Ja, Also meine größte Sorge ist, weil ich mich halt so krass auf dieses Projekt gefreut habe, dass ich mir die Woche damit versaue, weil ich nach 1-2 Tagen raus bin. Aber das will ich natürlich nicht. Mein Anspruch ist natürlich, weil ich mich so krass freue, diese Woche durchzuhalten. Und ja. Yeah, Fabio's biggest fear is that he is destroying the week because he was so excited about the whole thing the last 1 to 2 weeks that he's going to destroy the week just with this. ja. Vielleicht das Problem jetzt für alle anderen, früher rauszufliegen als Fabio, kommt dann wahrscheinlich schlecht. Kommt wahrscheinlich nicht so. Jetzt immer schlechter. Ich würde mal noch... So yeah, and Dave is thinking like, okay, probably our biggest issue is now to drop out before Fabio because we have the equipment. He doesn't. And Fabio's like, yeah, always think about me because I will always be worse than you are. noch die Kategorie aufmachen, Nahrungsbeschaffung. Du hast kein Angelset mit Niklas? Nee. Okay, so Also sind wir yeah, jetzt zu dritt mit einem getting mit some einem Fishing food. Kit. So who has the fishing kit with him? Jeder eins bitte. Ja, safe. Thema Feuer haben jetzt einige schon ausgemacht. Fabio hat Feuerstahl dabei. Okay, wir haben So, zweimal Feuerzeug. fire. Rest hat Feuerstahl, aber 2 lighters and 5 times fire steel. Ja. gut. Ich habe noch eine Sache dabei, die habe ich noch nicht rausgepackt. Geht in Richtung Shelter, Basteln, sonst was haben wir auch schon. Ja, Paracord hat sonst schon Alter, wie viel Paracord hast du bei? 30 Meter, jeweils 10 Meter ist das. So they're like thinking, how much paracord do you have? And like, it's 3 times 10 meters, so it's the same amount like you have. But it's looking much, much more because he has this 3 times 10. So wie jeder andere. Oh. Paracord haben auch nur 3 Leute, ne? Ja. Gut, also mein So. Sack ist damit leer. Ich packe Meiner das nicht. hinter mich. Empty, empty, Naja, empty. dann holt mal raus, euer unnützes Zubehör. Oh, er geht auf die Moskito. Yeah. Okay, so 2 ones with hammock. So yeah, Fritz is asking like, okay, then
please put out there useless stuff you took with you. Yeah, I don't think that the hammock is useless, but oh yeah, and hygiene kits. Aber es gibt mir den Vorteil des Schlafens. Und ich weiß, aus meiner Erfahrung heraus, und hört zu, Schlaf ist wichtiger als Essen. Yeah. And Martin says like, okay, this gives me the comfortable way of sleeping, and with my experience I figured out it's more important to sleep well than to eat. Wir sehen uns in 7 Tagen. Das war Mic Drop. Das, was er sagt. Das waren die Gegenstände der einzelnen Teilnehmer. Und damit er jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack kriegt, was es erwartet, Film ab. Okay, now comes the intro for the next episodes. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. So, what's happening here? No! Stupid me. What's happening? No! Here we go. Ausgesetzt in der Wildnis von... So, 7 days in the wilderness of Sweden. 7 candidates are fighting for their lives. In Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. 7 days for the lives. Jeder muss mit 7 vorher ausgewählten Gegenständen und der Everybody has to go with the 7 things they had before. Kleidung am Körper And ausrauben. that's the clothes on their body. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, Who is left after 7 days and has collected the most points in the daily challenges will win. ist der Gewinner. Will be the winner. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. No camera teams. Vollkommene No Isolation. contact for the outside. Complete isolation. Es ist kalt, nass und hart. Und ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. It's cold, wet and hard, and I never had so much issues. Ich habe mich noch nie so gefühlt wie gerade eben. I never felt like this before. Echt kalt, es ist unfassbar. I'm feeling really, really cold. It's unbelievable. Absolute Stille, absolut krass. Absolute silence, absolute nuts. No translation needed for that one. Ich merke auf jeden Fall, dass das nicht so einfach ist wie gedacht. I recognize that this isn't that easy than I thought it'd be. Es tut mir so leid. Für alle, die ich jetzt enttäusche. I'm so sorry for everybody who I'm disappointing right now. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. I'm not made for the isolation. Hyped Bock. Oh shit. So, hyped Bock, Angriff. Yeah, hyped Lust, Excitement and Attack. Angriff. Seven vs. Wild. Sponsored by Rhino Shield. No, I haven't seen that one too many times before. No, no way, no. Okay, so this was it for so far. If you want to see more of these episodes translated more or less directly by me, then please subscribe and give me a thumbs up for this video. So, and we will see us in the next one. Bye bye.